Monopoly versteckt jetzt echtes Geld in ihren Spielen. Der erste volle Trailer zu Toy Story 4 ist draußen. Und Google will ins Gaming-Geschäft einsteigen. Ich bin Phil und das hier ist RoundUp. Was geht ab, Freunde? Das ist und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von RoundUp. Ihr kennt das Spiel, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt das Video. Im gestrigen Video, welches ihr jetzt natürlich oben im i findet, ging es ja unter anderem um Rezo, der etwas stottert. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, haben einige angenommen, dass ich die Hater verteidige. Leute, das macht keinen Sinn. Was ich gesagt habe, ist, dass es eine menschliche Reaktion ist, etwas merkwürdig zu finden von einer Person, was man noch nie mitbekommen hat. Und in seinem Video stottert Rezo natürlich nicht. Dass sich da also Leute fragen, was da los ist, wenn er auf einmal stottert, ist eine ganz normale Reaktion. Und bei den Leuten bin ich mir ziemlich sicher, wenn die etwas geschrieben haben, was nicht so nett war, dann war das eigentlich gar nicht so böse gemeint. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Hater werden hier nicht supported. Und auch beim Kommentar des Tages geht es heute um Rezo. Anarchiearchiv meinte nämlich, dass Rezo Eier aus Stahl hat. Weil Rezo eben diese Probleme hat und trotzdem sich vor eine Kamera setzt und diesen Livestream mitmacht. Und es stimmt, da gehört wirklich Überwindung zu. Und ich finde ja, dass Rezo hier auch ein gutes Beispiel ist für alle anderen, die ebenfalls Sprachprobleme haben. Lasst euch nicht entmutigen und lasst euch nicht dumm anmachen. Auf zu den Themen. Wir kennen es alle, Monopoly. Das Spiel, in dem einer alles hat und alle anderen nichts. Also quasi wie im echten Leben. Um das Spiel mal wieder ein bisschen zu pushen, hat sich der Herausgeber Hasbro nun etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum Ehrentag des Spiels am 19.03. wurde nun eine ganz besondere Version auf den Markt gehauen, in der sich tatsächlich Echtgeld verstecken kann. Dabei handelt es sich tatsächlich um die ganz normale Standard Edition von Monopoly. Und darin, in der Verpackung, kann tatsächlich einfach nur ganz normales Spielgeld sein, aber auch 100 Euro, 1000 Euro und in einer Verpackung sind sogar ganze 20.580 Euro drin. Und das ist kein Fake, diese Aktion gibt es wirklich. Es gibt allerdings nur 40 Monopoly-Boxen, wo wirklich etwas drin ist. In allen anderen Boxen habt ihr einfach den ganz normalen Inhalt. Jedes Spiel, was teilnimmt an dieser Aktion, hat übrigens einen Sticker vorne drauf. Ich finde die Aktion schon echt lustig, aber ganz ehrlich, ich würde mir jetzt nicht einfach Monopoly kaufen, um eventuell 20.000 Euro zu bekommen. Was sind eure Gedanken hierzu? Lasst es mich gerne wissen unten in den Comments. Freunde, gestern ist der erste lange Trailer zu Toy Story 4 erschienen. Und ohne Scheiß, ich finde den richtig geil. Storytechnisch geht es ja darum, dass die Kleine, die die ganzen Spielsachen von Andy bekommen hat, sich ein eigenes Spielzeug baut aus einer Gabel und ein paar Glubschaugen. Und das ist denn ihr Lieblingsspielzeug. Und dieses selbstgebaute Spielzeug trägt den wundervollen Namen Forky. Classy. Forky will aber gar kein Spielzeug sein. Forky möchte weiterhin eine Gabel sein, die sich Leute in den Mund stecken. Also entscheidet Forky abzuhauen aus dem Wohnwagen. Und was macht Woody? Woody sagt sich, das kann nicht sein, ich muss Forky zurückholen. Und schon ist ein neues Toy Story Abenteuer geboren. Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Buzz, we've got to get Forky. Affirmative. Why am I alive? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Was sind eure Gedanken zum Trailer? Habt ihr Bock auf Toy Story 4? Toy Story 4 startet voraussichtlich am 15.08. in den deutschen Kinos und den Trailer findet ihr jetzt natürlich unten in der Videobeschreibung. Firmen wie Facebook, Amazon und Google versuchen ja ihre Geschäftsfelder immer mehr auszuweiten. Und nun hat Google bekannt gegeben, dass sie in den Gaming-Markt einsteigen werden. Dass Google plant, in diesen Markt einzusteigen, ist tatsächlich schon ein bisschen länger bekannt. Nun haben sie allerdings ihre Plattform angekündigt und diese nennt sich STADIA. Und sie ist quasi eine Online-Konsole. Und die Idee, die hinter dieser neuen Plattform steht, ist tatsächlich richtig gut. Eine Besonderheit hier ist, dass ihr ganz viele verschiedene technische Möglichkeiten habt, die ihr nutzen könnt, um zu spielen. Ihr könnt zwar ganz normal über den Fernseher spielen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch euer Handy benutzen, ein Tablet, ein Computer, ein Mac. At launch, we'll support being able to play games across desktops, laptops, TV, tablets and phones. Eine weitere besondere Sache ist, dass es eben keine stationäre Konsole mehr ist, sondern alles quasi auf den Servern von Google abläuft. Das bedeutet quasi auch, wenn es neue Technik gibt, dann kann diese direkt umgesetzt werden und man kann, ohne sich ein neues Gerät kaufen zu müssen, direkt die bessere Grafik genießen. This new generation of gaming is not a box. With Stadia, the data center is your platform. There is no console that limits the developer's creative ideas and no console that limits where gamers can play.
And here it is on a Pixelbook running the Chrome OS. Auch eine coole Sache ist, dass ihr quasi während ihr spielt einfach mal das Handheld wechseln könnt, mit dem ihr spielt. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment onto the phone. Die beste Wiedergabe der Spiele soll übrigens bei 4K und 60 FPS liegen. We will have increased performance significantly to support resolutions up to 4K at 60 frames per second with HDR and surround sound. And in the future, we'll be able to stream games in up to 8K resolution. Das bedeutet aber auch, dass ihr dafür, um diese Qualität zu erreichen, eine wirklich gute Internetleitung braucht. Und da muss ich einfach mal sagen, danke Merkel, wir leben hier immer noch in Deutschland. Internet ist für uns alle Neuland. Auch die gute Verbindung. Die Qualität der Spiele passt sich wohl auch der Internetleitung an, so dass ein flüssiger Ablauf gewährleistet werden kann. Wie gut das tatsächlich funktionieren wird, wir können gespannt sein. Ebenfalls eine richtig krasse Sache ist, wenn ihr euch zum Beispiel einen Trailer zu einem neuen Game anschaut, was rausgekommen ist gerade erst, dann könnt ihr auf YouTube auf den Knopf drücken und das Spiel dann zocken. Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link and you can be playing your game instantly. Stadia bietet euch übrigens die Möglichkeit, weiterhin ganz normal die Maus und Tastatur zu nutzen. Ihr könnt aber auch verfügbare Controller einsetzen. Aber zusätzlich hat Google auch noch einen eigenen Controller angekündigt. I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, the Stadia controller. This is your gateway to the best of Stadia. It enables you to access the full Stadia experience. And there are many advantages to the Stadia controller. And the first is that it will connect through Wi-Fi directly to the game that is running in the Google data center. The Stadia controller identifies which screen or device you want to play on and links it with your game session running in the cloud, ensuring the highest possible performance and the best experience for players. Ich muss ja zugeben, der Controller erinnert mich sehr stark an den Pro-Controller von der Switch und an den Controller von der Xbox One. Seht ihr diese Ähnlichkeit auch oder bin das nur ich? Auf dem Controller gibt es übrigens zwei ganz besondere Knöpfe. Der eine Knopf ist dazu da, dass ihr quasi per Knopfdruck einen Livestream auf YouTube starten könnt, was eine geile Sache ist. Und der andere Knopf öffnet den Google Assistenten. Und diesen Assistenten könnt ihr zum Beispiel nutzen, wenn ihr bei einem Spiel nicht weiterkommt. Auch eine richtig geile Sache. The capture button is for sharing and saving your game experience back out to YouTube. The gamer can choose to share their experiences starting with a click of this button to themselves, to their friends, or to the world. They are in control. And the second one is the Google Assistant button. Pressing this button allows players to immediately access the controller's built-in microphone so they can get help from the assistant for special in-game features integrated by developers. Was Google bisher gar nicht aufgeklärt hat, ist, wie das genaue Geschäftsmodell aussehen soll. Handelt es sich dabei also um ein Abo-Modell, wo man monatlich Geld bezahlt und dann aber auch alle Spiele enthalten hat und nichts zusätzlich kaufen muss? Ist der Zugang zur Plattform vielleicht kostenlos oder kostet ganz wenig Geld? Dafür muss man jedes Spiel einzeln kaufen. Das weiß man leider alles noch nicht, obwohl das eben so ein wichtiger Punkt ist. Auch wie groß die Spieleauswahl sein wird, ist noch nicht bekannt. Was für mich allerdings klar ist, diese neue Online-Konsole, dieser neue Gaming-Streaming-Dienst von Google, könnte die gesamte Gaming-Industrie revolutionieren. Wenn das alles so funktioniert, wie Google das hier vorgestellt hat, dann wäre das ein Ding, was mich persönlich extrem interessieren würde. Wie ist da eure Meinung zu? Habt ihr Bock auf eine Online-Konsole? Stimmt jetzt mal gerne oben im i ab. Habt ihr da Bock drauf oder eher nicht so? Ich muss allerdings zugeben, obwohl ich diese Vorstellung von Google echt interessant finde, wäre ich aber auch echt ein bisschen traurig, wenn es keine richtigen Konsolen mehr geben würde. Denn ich persönlich kaufe mir gerne diese Plattform. Ich habe die gerne bei mir zu Hause stehen. Und ich kaufe auch super gerne Games und mache die auf und schnüffel an den Verpackungen. Das ist weird, aber das mache ich immer noch. Eure Meinung zu diesem Thema unbedingt unten rein in die Comments und alles zum Nachlesen findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge von RoundUp. Gebt unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video und habt ganz viel Spaß auf YouTube. Bis morgen, Küsschen aufs Nüsschen, Peace and out, euer Phil, ich bin raus.